Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen heute etwas erläutern zur Lagrange-Methode. Und das möchte ich gerne an einem praktischen Beispiel erläutern. Stellen Sie sich vor, Sie sind Projektleiter in einem Unternehmen der Automobilzuliefererindustrie und Sie stellen Autoteile her und Sie bekommen einen Anruf und dort heißt es, Teile wurden nicht vernünftig entgratet und müssen nachgebessert werden. Man schätzt den Aufwand auf mindestens 3 Arbeitstage, die nötig sind, um diese Teile jetzt zu entgraten. Und Ihnen stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung, nämlich entweder durch menschliche Tätigkeit dieses zu entgraten oder durch Maschinen. Das sind die 2 Möglichkeiten, das ist dabei egal, aber beide sind schon voll ausgelastet und es wäre doch mit großen Zusatzkosten verbunden, jetzt hier die beiden entweder durch Menschenkraft oder durch Maschinenkraft die Teile zusätzlich zu entgraten. Nun gut, Sie haben keine Wahl und welche Kosten dabei entstehen, das sieht man hier in der Kostenfunktion. Ja, da taucht x auf und y. X, das ist die menschliche Tätigkeit zur Entgratung, das sind Arbeitstage und y, das wären Maschinentage. Und da sieht man also x² plus 2y², dass diese Kosten quadratisch in die Funktion eingehen. Also, da die beiden schon ziemlich ausgelastet sind, wenn man das jetzt arg übertreibt, dann würden doch sehr viel zusätzliche Kosten entstehen. Und übrigens Einheit in 1000 Euro. Und Ihnen wäre am liebsten hier natürlich Kosten von 0, aber Sie haben ja eine Nebenbedingung. Und die lautet, x plus y soll genau 3 sein. Also irgendwie müssen Sie 3 Arbeitstage organisieren. Wie Sie das aufteilen zwischen Maschinen und Menschen, das bleibt Ihnen überlassen. Und das ist eine typische Herausforderung für die Lagrange-Methode. Ja, und vielleicht schauen wir uns das Ganze einmal grafisch an, hier an diesem Rotationskörper. Ja, und da sehen Sie also hier, der steigt so nach oben an, das ist die Kostenfunktion auf den Ebenenachsen, da sind x und y abgetragen und die Kosten steigen dann exponentiell an. Am liebsten, wie gesagt, würden wir uns unten bewegen, aber wir haben eine Nebenbedingung, die können wir auch eintragen hier in unsere Grafik. Schauen wir mal hier. Das ist die Nebenbedingung hier als Ebene dargestellt. Auf allen Punkten in dieser Nebenbedingung gilt x plus y gleich 3, wäre die also erfüllt. Und wir versuchen natürlich letztendlich, das zu geringstmöglichen Kosten zu erreichen. Ja, und genau diesen Punkt, also das Kostenminimum unter Einhaltung der Nebenbedingungen, das können wir berechnen mit der Lagrange-Methode. Und da gibt es 3 Schritte. Und Schritt 1 lautet Aufstellen der Lagrange-Funktion. Die Lagrange-Funktion, die nennen wir L, die ist abhängig von x, y und einem Lambda, zu dem ich gleich noch etwas sage. Und die beinhaltet als erstes die Funktion selbst. Also da schreiben wir die Kostenfunktion ab, x² plus 2y². Und dann wird dazu addiert Lambda mal die Nebenbedingung in Nullform. Wie kriegen wir so eine Nebenbedingung in Nullform? Die war ja vorher x plus y gleich 3. Man holt die 3 auf die andere Seite, also wäre das x plus y minus 3. Dieses Lambda, das brauchen wir davor, es interessiert uns eigentlich nicht im Detail, aber es ist wichtig als Skalierungsfaktor hier bei dieser Lagrange-Methode und wird vor allen Dingen wichtig jetzt im Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 2 lautet nämlich, Ableiten der Lagrange-Funktion nach allen Unbekannten und dann Nullsetzen dieser Ableitung. Ja, das Nullsetzen von Ableitung, das ist ja schon bekannt aus Extremwertbestimmung bei zweidimensionalen Funktionen und so kann man sich das auch im Grunde genommen hier bei diesem Rotationskörper da hinten bei dreidimensionalen Funktionen vorstellen. Man sucht sozusagen eine gemeinsame Nullstelle der Ableitung, setzt deswegen alle Ableitungen 0. Also, Schritt 2, Lagrange-Funktion ableiten und wir starten mal mit der Ableitung der Lagrange-Funktion nach der ersten Variable x und setzen diese 0. Und wenn man jetzt die Lagrange-Funktion nach x ableitet, dann muss man alle anderen Faktoren als konstant ansehen. Man kann auch, wenn einem das lieber ist, man Buchstaben nicht so sehr möchte, kann man da sich Zahlen vorstellen, dass da zum Beispiel dann für y eine Zahl steht. Und wenn Sie das dann nach x ableiten, was bleibt dann über? Also x² wird abgeleitet, das wird so 2x und dann, ja, der nächste Teil fällt eigentlich weg, ne? Konstant, 2y² fällt weg und dann bleibt da noch über plus Lambda, weil da ja Lambda mal x steht, abgeleitet wäre das Lambda und dann noch gleich 0 gesetzt.
Das ist unsere erste Gleichung. Zweite Gleichung, Lagrange-Funktion abgeleitet nach y und 0 gesetzt. Das wäre dann analog 4y plus Lambda gleich 0. Und dritte Funktion wäre dann nach der letzten Unbekannten, nämlich nach unserem Lambda abgeleitet. Und del L nach del Lambda, also Ableitung nach Lambda, und das können Sie sich merken, das ist immer die Nebenbedingung selbst. Wenn man die nach Lambda ableitet, da kann man einfach die Nebenbedingung wieder aufschreiben, also hier x plus y minus 3 gleich 0. Ja, das sind unsere drei Gleichungen und die haben wir 0 gesetzt und jetzt kommen wir schon zum dritten Schritt bei der Lagrange-Methode und das ist auch der finale Schritt, sich nämlich zu überlegen, ob es x, y und Lambda-Werte gibt, die alle diese drei Gleichungen erfüllen. Wenn das so ist, dann ist das schon unsere gesuchte Extremstelle, unser Minimum, was wir da hinten noch schimmern sehen. Ja, jetzt gibt es bei so einem Gleichungssystem sicherlich unterschiedliche Vorgehensweisen, um das zu lösen. Um ganz sicher zu gehen, könnten Sie den Gauss-Seidel-Algorithmus verwenden. Aber hier gibt es, glaube ich, eine kleine Abkürzung, so würde ich es machen. Ich würde Gleichung 1 und 2 miteinander verrechnen, weil man sieht, dann würde Lambda verschwinden und das wäre natürlich günstig. Dann könnten wir das Ergebnis einsetzen in die dritte Gleichung und hätten das Gleichungssystem schon gelöst. Ja, ich mache das mal. Also ich nehme die erste Gleichung minus die zweite, also 2x plus Lambda gleich 0 minus 4y plus Lambda gleich 0. Und wenn man das voneinander abzieht, dann bleibt über 2x minus 4 gleich 0. Und da können wir jetzt x extrahieren, dann wäre x 2y. Das ist jetzt unsere neue Gleichung 4 sozusagen, schreibe ich auch mal dran. So, und jetzt können wir das Ergebnis, was wir für x hier rausgerechnet haben, in die dritte Gleichung einsetzen. Das machen wir mal. Dann steht da 2y plus y minus 3 gleich 0 oder 3y minus 3 gleich 0, beziehungsweise hier haben wir jetzt y schon gelöst, wäre y gleich 1. Ja, dieses y von 1 können wir dann in irgendeine andere Gleichung einsetzen. Ich würde es mal in Gleichung 4 einsetzen. Das ist günstig, dann haben wir gleich x, nämlich 2 mal 1 oder 2. Das ist schon das Ergebnis. Wir haben also die Koordinaten unseres Minimums hier vorne bestimmt und damit man das ein bisschen besser sehen kann, würde ich gerne diesen Rotationskörper einmal reduzieren auf diesen Schnitt, den wir dadurch vorgenommen haben. Und das sehen Sie hier. Und dann bleibt über so eine parabelförmige Schnittkante zwischen Ebene und Rotationskörper, die exakt ein Minimum hat bei x gleich 2 und y gleich 1. Man kann auch den entsprechenden Kostenwert dazu ausrechnen. Der läge nämlich genau bei 6 bzw. 6.000 €. Meine Damen und Herren, das war die Lagrange-Methode und man kann das natürlich übertragen auf beliebige Probleme. Es funktioniert auch noch mit mehr Unbekannten als 2. Das lässt sich allerdings noch grafisch ganz gut darstellen. Und das Prinzip sind diese 3 Schritte, die ich vorgeführt habe. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Anwenden. Vielen Dank.